Es ist sehr traurig, leidenden Menschen zuzusehen, und wenn Kinder leiden, ist es einfach unmöglich, das zu ertragen. Leider hat mein heutiger Held eine so große Liste von Prüfungen durchgemacht, dass man sie nicht einmal seinem Feind wünschen würde. Alles begann damit, dass Dimas leibliche Mutter ihn ablehnte. Danach erwartete ihn eine ganze Reihe von Prüfungen, nach denen er schließlich Glück hatte und in gute Hände kam. Wie konnte so etwas überhaupt geschehen, und was mit Dima heute passiert ist, wollte ich Ihnen erzählen. Es ist erschreckend, über die Einstellung moderner Mütter zur Fortpflanzung nachzudenken. Laut statistischen Daten wurden in den letzten Jahren in Russland im Durchschnitt 400.000 Abtreibungen vorgenommen, etwa 11.000 Eltern haben ihre Kinder abgelehnt, und jährlich wurden mehr als 400 Kinder in den Entbindungsheimen zurückgelassen. Wenn man auf die Ursachen und Faktoren ihrer Entstehung verweist, kann man natürlich unzählige finden. Oft wird auf den Wunsch nach einem leichten Leben und die Schwächung des mütterlichen Instinkts verwiesen, manche klagen über Geldmangel und andere über einen Fehler in der Jugend. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist, alle Mütter, die ihre Kinder ablehnen, als ungeheuer zu betrachten, denn die meisten von ihnen sind aus persönlichen Tragödien zu diesem verzweifelten Schritt gezwungen worden. Wenig interessiert es, dass sich der Hormonhaushalt von Frauen im gebärfähigen Alter verändert. Sie werden verletzlich, empfindlich gegenüber allem und sind nicht in der Lage, die Realität kritisch zu bewerten. Der Weggang des Mannes oder die Geburt eines kranken Kindes ist für sie eine echte Tragödie, die, wie es ihnen scheint, einfach nicht zu lösen ist. In dieser Zeit benötigt sie psychologische Hilfe von Ärzten und nahestehenden Personen. Aber meine heutige Heldin hat von keiner Seite Unterstützung erhalten. Im heutigen Fall der Ablehnung der Mutter gegenüber ihrem Kind liegt ein gewisser Teil der Schuld auch bei den Ärzten des Entbindungsheims, die durch ihre, um es milde auszudrücken, falschen Handlungen negativ auf die Gebärende eingewirkt haben. Die Geburt von Dima mit schweren gesundheitlichen Abweichungen führte zu einem Konflikt zwischen den Eltern, die auf ein gesundes, schönes Kind gehofft hatten. Leider wurde die psychisch niedergedrückte Mutter weder von ihrem Mann noch von den Ärzten unterstützt. Anstatt ihr Hoffnung auf Heilung zu geben, verstärkten sie nur die Ängste der Mutter, indem sie ihr sagten, dass ihr Baby nicht lange leben würde. Unter solch enormem psychischen Druck von Seiten der Ärzte und des Mannes sah sich die Frau gezwungen, eine unglaublich schwierige Entscheidung zu treffen, ihr Kind abzulehnen. Der große Kopf von Dima ist eine Folge einer Reihe von Problemen, die ihn zur unglücklichen Hydrocephalus führten. Es ist schwer zu glauben, aber bevor sie Dima allein ließ, hatte die Mutter ihm nicht einmal einen Namen gegeben. Soweit ich verstanden habe, gaben ihm die Ärzte den Namen, der sehr seltsam ist, Dima Kalekin. Ich hoffe, das ist irgendein Scherz, auch wenn es ein böser ist. Und wenn er tatsächlich so einen Nachnamen bekam, dann weiß ich nicht einmal, wer von ihnen der Krüppel ist. Angesichts des großen Problems des Jungen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, dachten weder die Ärzte noch die Eltern, dass er bis zur Entlassung überleben würde. Aber Dima erwies sich als echter Kämpfer und wie man so schön sagt, zum Trotz allen Feinden hat er überlebt, und basierend auf seinem Wohlbefinden wurde er entlassen und in ein Waisenhaus gebracht. Bis zu seinem 4. Lebensjahr verbrachte er in diesem, gelinde gesagt, bedauernswerten Ort. Und während seine Geschwister allmählich in neue Familien vermittelt wurden, wurde Dima von niemandem beachtet. Im Alter von 4 Jahren konnte er nicht laufen und selbstständig essen. Aber er lernte, einige Wörter zu sprechen und kurze Sätze zu bilden. Eines Tages wurde der Junge im Fernsehen gezeigt, und dann ging es los. Als Ruth und Ernest Chevers von Dimas Schicksal in der Fernsehsendung erfuhren, fuhren sie sofort nach Kramatorsk, um dem Kind zu helfen. Nachdem sie alle notwendigen Dokumente in Ordnung gebracht hatten, nahmen sie ihn sofort mit nach Hause in die USA. In der Pflegefamilie war Dima das 7. Kind, dort wurde er Zebadia genannt. Die Liebe aller Familienmitglieder brachte ihm schnell bei, mit dem Löffel zu essen und zu sprechen. Und auf all seinen neuen Fotos begann er, vor Glück zu lächeln. Die Pflegeeltern kümmerten sich auch um die Behandlung des Kindes. Derzeit haben die Fachleute festgestellt, dass keine Gefahr für ihn besteht, da der Hydrocephalus nicht den Frontallappen des Gehirns betroffen hat. Ja, der Junge wird noch einen langen und schwierigen Weg der Behandlung vor sich haben, aber die Tatsache, dass er in den richtigen Händen ist und das Lächeln, das er dort ausstrahlt, gibt uns das Verständnis, dass es ihm im Leben endlich gut gehen wird. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.